Welche Geheimnisse flüstert der Wind über die endlosen Ebenen Afrikas? Welche Geschichten von Leben und Tod verbergen sich im hohen Gras, das sich mit jeder Morgendämmerung wiegt? Es gibt einen Ort auf der Erde, an dem der Puls der Natur mit überwältigender Kraft schlägt. Ein wildes Reich, in dem Schönheit und Härte in jedem Augenblick einen unzerbrechlichen Pakt besiegeln. Willkommen in der Masai Mara. In Natur und Ruhe 4K laden wir Sie zu einer beispiellosen Reise in dieses ungezähmte Eden ein. Hier ist jede Kreatur ein Protagonist im großen Theater des Überlebens. Wir werden Zeugen der Geschicklichkeit und Geschwindigkeit der Leoparden, goldener Phantome, die mit tödlicher Eleganz inmitten der Landschaft jagen. Wir werden die geschäftigen Pavianherden beobachten, deren Nahrungssuche auch ein ständiger Kampf gegen unerbittliche Raubtiere wie die Wildhunde ist. Wir werden in den Himmel blicken und lebende Wolken sehen, die von Tausenden von Blutschnabelwebern gebildet werden, deren Flug ein hypnotischer Tanz ist, immer unter dem geduldigen und scharfen Blick der Falken, die auf den richtigen Moment zum Angriff warten. Jedes Wesen, vom Größten bis zum Kleinsten, ist durch eine unsichtbare und endlose Kette der Existenz verbunden. In diesem Land sind Leben und Tod keine Gegensätze, sondern untrennbare Begleiter, nur einen zerbrechlichen Atemzug voneinander entfernt. Bereiten Sie sich auf ein vollständiges Eintauchen in das pulsierende Herz Afrikas vor. Das ist nicht nur ein Dokumentarfilm, es ist eine Erfahrung, ein Zeugnis der unbezwingbaren Kraft einer Welt, die sich weigert zu zähmen. Das ist die Masai Mara. Und die Vorstellung beginnt gleich. Die Arena von Leben und Tod der Natur. So ist die Masai Mara bekannt. Es ist gerade dämmerig geworden und die ersten Sonnenstrahlen breiten sich sanft über die Prärien aus und küssen jeden Grashalm. Die noch verbliebenen Tautropfen glänzen im Sonnenlicht und schaffen eine Szene von fast irrealem Frieden. Aber diese Gelassenheit ist ein Schleier, eine vorübergehende Illusion. Hinter diesem ruhigen Anschein ist das Leben ein ununterbrochener und oft brutaler Kreislauf zwischen Existenz und Vernichtung. In jeder Ecke dieses wilden Landes ist jeder Schritt potenziell gefährlich und keine Grenze ist unüberwindbar. Hier scheinen Leben und Tod in jedes Blatt, in jeden Windhauch eingraviert zu sein, getrennt nur von einem zerbrechlichen Atemzug. Nach einem starken Regen wird die Savanne wiedergeboren. Die Luft ist frisch und lebendig und das Sonnenlicht erhellt eine frisch gewaschene Landschaft. Das Gras, jetzt von einem intensiven Grün, wird zu einem Festmahl für die Herden von Gnus und Zebras, die kommen, um die Gaben der Natur zu genießen. Der Mara-Fluss, geschwollen und schnell, reißt dunkelrote Sedimente mit sich und spült die Überreste des nächtlichen Sturms davon.
In der Ferne schließt das Wasser schneller und die kleinen Bäche, die aus dem Regen entstehen, münden in den Hauptstrom und erzeugen glitzernde Wirbel unter der Morgensonne. Die Landschaft ist eine sich ständig verändernde Leinwand, geformt von den Kräften der Natur. Die niedrigen Akazienbüsche, durchnässt von Wasser, reflektieren das Sonnenlicht, als wären sie mit Silber überzogen. Eine dünne Nebelschicht schwebt wie ein leichter Schleier, bedeckt die endlosen grünen Felder und verleiht dem Morgen eine Aura des Geheimnisses. Aber dieses Paradies ist auch ein Schlachtfeld. Die plötzliche Explosion eines Schwarms von Blutschnabelwebern, der wie eine lebende Wolke vom Boden aufsteigt, kann die Stille durchbrechen. Ihr rhythmischer Flug mit Hunderttausenden von Individuen, die sich im Einklang bewegen, ist ein Schauspiel der kollektiven Verteidigung. Das Leben hier wird von einer unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Hierarchie diktiert. In den trüben Gewässern des Mara-Flusses ruhen Dutzende von Flusspferden. Ihre riesigen Körper wirken wie leblose Felsen. Sie sind jedoch die grausamen Herrscher des Flusses und ihr Territorium ist niemals ein einladender Ort für Fremde. In ihrer Nähe lauern riesige Nilkrokodile, aber nicht einmal sie wagen es, in Anwesenheit der Flusspferde aggressiv zu handeln. An Land ist die Spannung spürbar. Eine Pavianherde kann die Szene stürmen, ihr Lärm und ihre Aktivität stören den Frieden von Zebras und Antilopen, die stets wachsam zurückspringen. Aber auch die Paviane müssen auf der Hut sein, denn sie könnten unwissentlich in das Revier eines Rudels Wildhunde eindringen. Raubtiere, deren Haupterfolg legendär ist. Sogar das verstohlenste Raubtier, der Leopard, muss jeden seiner Schritte abwägen. Ein Jagdversuch auf eine Gruppe von Pavianen kann schnell zu einem demütigenden Rückzug werden, wenn die Herde, anstatt zu fliehen, sich zusammenschließt, um den Jäger zu umzingeln und ihm die Stirn zu bieten. Und hoch oben auf den Klippen beobachtet die Löwenfamilie, die unangefochtenen Könige, ihr Reich. Ihre Macht ist absolut, aber ihr Überleben hängt von der Jagd, von der Zusammenarbeit und von der Fähigkeit ab, ihren Willen dem Rest der Bewohner aufzuzwingen. In der Masai Mara muss jedes Geschöpf, ob Jäger oder Beute, einen Preis zahlen, wenn es nicht aufpasst. Dies ist eine Welt, in der Schönheit und Brutalität zusammentanzen, ein ewiger Kreislauf, in dem nur die Stärksten, die Klügsten und oft auch die Glücklichsten einen neuen Sonnenaufgang erleben werden. Auf einer hohen Klippe, die die Prärie überblickt, beginnt eine Löwenfamilie einen neuen Tag unter der aufgehenden Sonne der Masai Mara. Aber dies ist kein friedlicher Morgen. Die Luft ist von einer spürbaren Spannung erfüllt, einer Dringlichkeit, die aus dem Innersten kommt. Heute ist der Tag, an dem die ganze Familie jagen muss. Die Geräusche hungriger Mägen sind zu hören,
Ein düsterer Chor, der die Stille der Morgendämmerung durchbricht. Die Löwen haben in den letzten 2 langen Tagen nichts gefressen und die 4 neugierigen und verspielten Jungen des Rudels brauchen dringend Nahrung, um zu wachsen. Der Anführer des Rudels, ein muskulöser Löwenmann mit einer glänzenden und majestätischen schwarzen Mähne, beobachtet schweigend die Prärie unter sich. Sein stoischer Blick verbirgt den Druck, König und Versorger zu sein. Neben ihnen ruhen 3 Löwinnen nach einer langen Nacht, in der sie ihr Revier patrouilliert haben, aber ihre Ruhe ist leicht, ihre Instinkte immer wachsam. Die kleinen Jungen, die sich der Sorgen der Erwachsenen nicht bewusst sind, spielen zwischen den Büschen, bis das tiefe Brüllen ihres Vaters sie aufhält und sie zwingt, sich gehorsam neben ihre Mutter zu legen. Als die Sonne höher steigt, fällt die Verantwortung auf die erfahrenste Jägerin des Rudels. Sie steht auf. Ihr Körper ist eine Symphonie von angespannten Muskeln und geschärften Sinnen. Sie beginnt, die Luft zu wittern und liest die Geschichten, die der Wind ihr bringt. Ihre geübten Augen scannen den Horizont. Die Zebras sind zu weit weg. Ihre Ausdauer macht eine Verfolgung unsicher. Die Gnus bewegen sich in großen und unübersichtlichen Herden. Ein gefährliches Chaos, bei dem ein Angriff schiefgehen könnte. Und die riesigen Büffel mit ihren gewaltigen Hörnern und ihrem unberechenbaren Temperament sind ein zu großes Risiko. Ein Wagnis, das schwere Verletzungen oder sogar den Tod kosten könnte. Die Löwen verwirft jede Option mit der Weisheit unzähliger Jagden. Geduld ist eine Tugend, die sie zum Meistern gelernt hat. Aber dann, in der Ferne, fixiert sich ihr Blick. Sie erspäht die perfekte Beute. Eine Gruppe von Warzenschweinen, die sorglos in der Nähe eines niedrigen Busches nach Futter suchen. Sofort ist das ganze Rudel in Alarmbereitschaft. Die leuchtend gelben Augen aller richten sich auf die Beute. Eine elektrische Veränderung durchfährt die Gruppe. Das Warzenschwein ist jedoch keine leichte Beute. Es sind sehr wendige Kreaturen, unglaublich aggressiv, wenn sie in die Enge getrieben sind, und sie sind mit scharfen Haunen bewaffnet, die verheerende Schäden anrichten können, wenn ein Löwe nicht aufpasst. Dennoch ist es an diesem Morgen der Verzweiflung die beste Chance, die sie haben, um die Versorgung des ganzen Rudels zu sichern. Der große Löwenmann, der seine Rolle versteht, überlässt die Initiative den 3 Löwinnen. In Löwenrudeln sind die Weibchen die wahren Jägerinnen, die Strateginnen auf dem Schlachtfeld dank ihrer superioren Beweglichkeit und ihrer ausgezeichneten Organisationsfähigkeiten. Die Jagd beginnt. Die 3 Löwinnen trennen sich und bewegen sich wie goldene Schatten durch das hohe Gras. Jeder Schritt ist kalkuliert, leise. Sie nutzen das Gelände zu ihrem Vorteil, verschwinden und tauchen wieder auf und bilden ein unsichtbares Dreieck um die ahnungslose Gruppe von Warzenschweinen. Die
Dämmerung beginnt über die Masai Mara hereinzubrechen, was den Himmel in Orange- und Lila-Töne malt, was die perfekte Deckung bietet. Die Spannung ist auf dem Höhepunkt. Mit einem unmerklichen Zeichen startet eine der Löwinnen den Angriff und die anderen zwei schließen die Fluchtwege. Die Explosion von Geschwindigkeit und Kraft ist überwältigend. Das Chaos bricht aus, aber es ist ein kontrolliertes Chaos, eine perfektionierte Symphonie der Raubtierjagd. Später wird das tiefe Brüllen des Löwenmannes im Wind widerhallen, eine Fanfare, die einen weiteren Sieg des Raubtiers in seinem Königreich signalisiert. Aber selbst im Sieg findet das Leben einen Weg. Versteckt in der tiefen Dunkelheit einer Höhle sind die jungen Warzenschweine, denen die Flucht gelang, noch erleben und bereiten sich auf einen neuen Tag vor. Eine neue und gefährliche Reise in diesem Reich von Leben und Tod. Das blassgelbe Licht der Morgendämmerung überzieht den Mara-Fluss, wo das wilde Leben in einer Symphonie aus Geräuschen und Bewegungen zu pulsieren beginnt. Das Zwitschern der Vögel in den Bäumen vermischt sich mit dem Flügelschlag der Ibisse, die auf der Suche nach Frühstück umherfliegen. Am Ufer trinkt eine Herde Gnus ruhig Wasser, aber ihre Augen schweifen ständig zu den stillen Schatten, die sich unter der Wasseroberfläche bewegen. Denn auf dem Grund dieses Flusses treiben Dutzende von Flusspferden. Ihre riesigen Körper wirken wie große Felsen, die aus dem trüben Wasser ragen. Sie stoßen kräftige Dampfstöße aus und bewegen ihre kleinen Ohren, um Insekten zu verscheuchen, was ein Bild trügerischer Ruhe vermittelt. Aber dieser Anschein ist nur eine Fassade. Die Flusspferde sind die grausamen und unangefochtenen Herrscher des Mara-Flusses und ihr Territorium ist niemals ein einladender Ort für Fremde. Heute wird die etablierte Ordnung in Frage gestellt. Ein junger männlicher Flusspferd taucht flussaufwärts auf, ein einsamer Verbannter. Er hat gerade seine alte Herde nach einem gescheiterten Machtkampf verlassen. Nun, hungrig, müde, aber mit brennendem Ehrgeiz in den Augen, sucht er nach einer neuen Chance, einem neuen Reich, das er erobern kann. Er schwimmt langsam, seine Augen ragen kaum aus dem Wasser und beobachtet die Herde vor sich. Im Zentrum dieser Gruppe liegt ein riesiger Alpha-Männchen, ein Koloss, der mehr als 2 Tonnen wiegt, mitten im Wasser mit halb geschlossenen Augen und wacht über die Weibchen und ihre Jungen. Er weiß nicht, dass sich ein Herausforderer nähert, dass seine Souveränität auf die Probe gestellt wird. Plötzlich ertönt ein tiefes, gutturales Geräusch und durchbricht die Stille des Morgens. Es ist die Herausforderung. Das Alpha-Männchen, ohne einen Moment zu zögern, rennt direkt auf den jungen Eindringling zu und erzeugt große Wellen, die durch das Wasser rollen. Der Kampf um die Herrschaft hat begonnen.
Die beiden Giganten öffnen ihre Mäuler in einem unmöglichen Winkel von 150 Grad und zeigen ihre furchterregenden Stoßzähne von bis zu 50 Zentimetern Länge, die nicht nur Waffen, sondern auch Symbole der Macht sind. Sie stoßen mit brutaler Gewalt zusammen, ihre riesigen Körper rammen sich in einem Kampf, in dem Bisse und Muskelkraft verheerende Verletzungen verursachen können. Das Wasser wird heftig aufgewühlt, gefärbt von der Wut des Kampfes. Nach einem erbitterten Kampf gibt der Herausforderer, an Kraft und Erfahrung unterlegen, nach. Der Anführer der Herde stößt ein lautes Brüllen aus, eine Siegeserklärung, die seine Herrschaft über den Fluss bestätigt. Dieser Gigant, der zwischen 1,5 und 3 Tonnen wiegt, ist das drittgrößte Landtier der Welt, nur übertroffen von Elefanten und Nashörnern. Trotz seines groben Körperbaus kann er an Land erstaunliche Schnelligkeiten erreichen, bis zu 40 Stundenkilometern, aber im Wasser offenbart er seine wahre Natur. Sie schwimmen nicht auf die übliche Weise, sondern gehen auf dem Flussbett und stoßen sich anmutig ab. Sie können 5 bis 7 Minuten lang untertauchen und dabei ihre Nasenlöcher und Ohren automatisch schließen. Ihre Haut ist zwar dick, aber empfindlich und sondert eine rote Substanz ab, die als Blutschweiß bezeichnet wird und sie vor ultravioletten Strahlen schützt und Infektionen verhindert. Obwohl sie Pflanzenfresser sind, die pro Nacht etwa 40 Kilogramm Gras verzehren, macht ihre aggressive und territoriale Persönlichkeit sie zu einer der gefährlichsten Arten Afrikas, die bereit ist, Krokodile, Löwen oder Menschen anzugreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Obwohl sie wild sind, spielen sie eine wichtige ökologische Rolle, denn ihr Abfall nährt das gesamte Ökosystem des Mara-Flusses. Dieser Herrscher des Flusses steht jedoch auch vor einer unsicheren Zukunft, bedroht durch Lebensraumverlust, Konflikte mit Menschen und Wilderung auf der Suche nach seinen Zähnen, einem Ersatz für Elfenbein. In den legendären Steppen der Masai Mara, wo die wilde Natur mit jedem Windhauch fließt, entfaltet sich eine inspirierende Geschichte über die verstohlenste und eleganteste Raubkatze von allen, die Leopardin. Sie ist ein Symbol von Schönheit, Widerstandsfähigkeit und Weisheit in dieser rauen Welt. Sie ist nicht nur eine Jägerin, sie ist eine Mutter, eine Strategin und eine Legende, die darauf wartet, erzählt zu werden. Ihre Geschichte ist ein Mikrokosmos des unendlichen Kreislaufes der Existenz in der Savanne. Alles beginnt in einem Moment extremer Verletzlichkeit. Wenn eine Leopardin kurz vor der Geburt steht, führt sie ihr Instinkt an einen sicheren und abgelegenen Ort, fernab der Blicke anderer Raubtiere. Das kann die Höhle eines alten Baumstumpfes oder ein dichtes Gestrüpp sein.
Dort in der Einsamkeit bringt sie neues Leben in die Welt. Der wache Schrei eines Leopardenjungen durchbricht die Stille, und die erste Handlung der Mutter ist es, instinktiv den kleinen Körper abzulecken, ihn zu säubern und seinen ersten Atemzug zu stimulieren. Die ersten Tage sind entscheidend. Das Junge mit seinem weichen, feuchten Fell und den schwachen Beinen ist vollständig auf die Fürsorge und den Schutz seiner Mutter angewiesen. Die Mutter muss ständig wachsam sein, denn die Bedrohungen von Löwen und Hyänen sind immer präsent und lauern auf die kleinste Unachtsamkeit. Während das Junge heranwächst, wird die Mutter zu seiner ersten und wichtigsten Lehrerin. Jeder Tag ist eine Lektion im Überleben. Sie lehrt es, auf Bäume zu klettern, eine entscheidende Fähigkeit, um Gefahren zu entkommen. Das kleine Junge klettert anfangs ungeschickt, fällt oft, nur um von seiner Mutter ermutigt zu werden, es erneut zu probieren. Es lernt zu schleichen, sich leise zu bewegen und die Zeichen der Savanne zu lesen. Die Mutter ist geduldig und führt ihr Junges durch die wichtigste Phase seines Lebens, zu lernen, allein zu überleben. Die Jagd ist eine der schwierigsten Lektionen. Normalerweise eine Einzeljägerin, muss die Leopardin manchmal ihre Strategien anpassen. Da sie nach der Geburt noch geschwächt ist ihre Kraft nicht mehr dieselbe. In einer seltenen und faszinierenden Demonstration sozialer Flexibilität kann sie eine vorübergehende Allianz mit anderen Leopardinnen eingehen. Gemeinsam kooperieren sie, um größere Beutetiere zu jagen, was für eine einzelne Mutter zu riskant wäre. Diese rare Allianz ist ein Zeugnis ihrer Intelligenz und Anpassungsfähigkeit. Nach der Jagd gibt die Mutter zärtlich ihrem Jungen den ersten Anteil und lehrt es den Geschmack von Fleisch und die Bedeutung des Sieges. Schließlich kommt der unausweichliche Moment der Trennung. Wenn der junge Leopard ins Erwachsenenalter eintritt und Unabhängigkeit und Mut beweist, weiß die Mutter, dass es Zeit ist für ihr Junges, seine eigene Reise anzutreten. Sie führt es in ein neues Land, sie teilen eine letzte Mahlzeit zusammen und dann, ohne jeden Ruf oder Zurückhaltung, beobachtet die Mutter schweigend, wie die Gestalt ihres Kindes allmählich am Horizont verschwindet. Es ist ein Akt höchster Liebe, es gehen zu lassen, damit es zum König oder zur Königin seines eigenen Reiches werden kann. Befreit von ihren mütterlichen Pflichten geht das Leben der Leopardin weiter. Ihr einsamer Weg kann sich mit dem eines Leopardenmännchens kreuzen. Nach einer Balz von vorsichtigen Blicken und respektvollen Bewegungen entsteht eine Verbindung. Sie jagen zusammen, teilen Momente des Pieces und schließlich, unter dem Mond der Masai Mara, paaren sie sich
und markieren den Beginn einer neuen Generation. So ist die Leopardin nicht nur die Königin des Graslandes, sie ist ein wesentlicher Teil des unendlichen Kreislaufs, der zu den neue Leben sät und die Reise der Natur endlos weitergeht. Auf der großen Bühne der Masai Mara ist das Überleben nicht nur eine Frage der Jagd, sondern auch der Konfrontation, der Allianzen und der Verteidigung. Hier übertrifft die kollektive Intelligenz und die Stärke der Gruppe oft die Macht eines Einzelnen und webt ein Netz aus komplexen und dramatischen Interaktionen. Das Leben einer Pavianherde ist ein perfektes Beispiel für diese Dynamik. Angeführt von einem großen Männchen mit einem grimmigen Gesicht, stürzt sich diese laute Gruppe von fast 50 Individuen wie eine Naturgewalt auf die Felder. Ihre Nahrungssuche, von Insekten und Früchten bis hin zu Wurzeln und Schnecken, ist eine gemeinschaftliche und hochorganisierte Tätigkeit. Aber ihre Anwesenheit bleibt nie unbemerkt. Eines Tages, während sie fressen, taucht eine Leopardin aus einer alten Akazie auf, ihre kalten gelben Augen auf die Affenbabys gerichtet, die sie als perfekte Ziele betrachtet. Sobald die Raubkatze losstürmt, entdeckt sie der Alpha-Affe und stößt ein lautes Heulen aus, das sofort die gesamte Herde alarmiert. Was als nächstes geschieht, ist außergewöhnlich. Anstatt in Panik zu fliehen, reagieren die Paviane nach dem Instinkt ihrer Art. Sie umzingeln den Angreifer. Dutzende wütende Affen, die ihre Zähne zeigen und Drohungen schreien, schließen sich zusammen, um dem Jäger entgegenzutreten. Verzweifelt und zahlenmäßig unterlegen, springt die Leopardin hoch und klettert auf einen Ast, um der Einkreisung zu entkommen, heuchelnd, während sie die Gruppe beobachtet, die sie von unten anknurrt. Es ist ein Sieg für die Herde, eine Lektion, dass Einheit ihre beste Waffe ist. Doch dieselbe Herde kann sich im Handumdrehen vom Verfolger zur Beute wandeln. Bei einer anderen Gelegenheit dringen die Paviane auf ihrer Nahrungssuche unwissentlich in das Revier eines Rudels afrikanischer Wildhunde. Aus den niedrigen Büschen tauchen ein Rudel von etwa 12 Hunden auf, angeführt von einem großen Männchen. Ihre Körper sind gespannt wie Federn, die kurz vor dem Zerspringen stehen. Als der Anführer das Signal gibt, stürzt sich das Rudel in den Angriff. Ihr Heulen hallt über das ganze Feld. Diesmal reicht die Verteidigungsstrategie der Paviane nicht aus. Die Geschwindigkeit, Koordination und Wildheit der Wildhunde sind überwältigend. Der Schrei eines jungen Affen ertönt, als ein Hund ihn packt. Und im Nu ist dieses kleine Leben unter den scharfen Zähnen des Raubtiers verloren. Als sie erkennen, dass die Situation aussichtslos ist, sind die Paviane gezwungen, sich zurückzuziehen, knurrend als Warnung, aber allmählich in die Sicherheit der fernen Berge weichen.
Sogar in der Luft ist die Gruppendynamik entscheidend. Ein riesiger Schwarm von Blutschnabelwebern mit Hunderttausenden von Individuen fliegt wie ein lebendes, wogendes Gebilde über die Savanne. Sie landen wie ein brauner Teppich, um sich von den nach dem Regen frisch gewachsenen Grassamen zu ernähren. Aber sie sind nicht allein. Ein afrikanischer Falke verharrt regungslos auf einem nahen Ast und wartet geduldig auf den perfekten Moment zum Angriff. Doch die Weber scheinen die Gefahr zu spüren. Ihr Zwitschern wird intensiver, eine Warnung, die sich durch den ganzen Schwarm verbreitet. Plötzlich starten sie im Einklang und bewegen sich rhythmisch wie ein einziges Gebilde. Diese organisierten Bewegungen, die ständig ihre Form ändern, schaffen eine perfekte Verteidigung, die es dem Raubtier fast unmöglich macht, ein einzelnes Ziel auszuwählen. Der Falke, der sieht, dass er den Überraschungsmoment verloren hat, zieht sich leise zurück und wartet auf eine andere Gelegenheit. Diese täglichen Konfrontationen beweisen eine grundlegende Wahrheit der Masai Mara. Ob an Land oder in der Luft, die Stärke der Herde, des Schwarms oder des Rudels entscheidet oft über Leben und Tod. Wir haben den ewigen Tanz von Leben und Tod in der Masai Mara miterlebt. Ein wildes Ballett, choreografiert von Instinkt und Notwendigkeit. Jede Kreatur, vom Löwen an der Spitze der Nahrungskette bis zum kleinsten Insekt, spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des empfindlichen natürlichen Gleichgewichts dieses Ökosystems. Es ist ein Netz von Verbindungen, so komplex und perfekt, dass das Verschwinden einer einzigen Art einen kaskadenartigen Zusammenbruch auslösen könnte. Ein außergewöhnliches Beispiel für diese Symbiose ist das des Flusspferdes, des Giganten des Mara-Flusses. Auf den ersten Blick könnten seine Wildheit und Territorialität ihn als einen einfachen Tyrannen der Gewässer erscheinen lassen. Jedoch erfüllt dieser Koloss eine wichtige ökologische Rolle. Die Flusspferde sind die Gärtner des Flusses. Sie verbringen ihre Nächte an Land, fressen bis zu 40 Kilogramm Gras und ihre Tage im Wasser, wo sie ihre Exkremente ablegen. Weit davon entfernt, ein Schadstoff zu sein, bereichert dieser Akt den Fluss mit einer lebenswichtigen Nährstoffquelle. Ihre Ausscheidungen sind die Lebensgrundlage für Wasserorganismen, von Mikroorganismen und kleinen Fischen, die wiederum Vögel und andere Raubtiere ernähren, bis hin zum gesamten Ökosystem. Das Flusspferd düngt allein durch seine Existenz die Gewässer und erhält das Leben, das unter der Oberfläche pulsiert. Sie sind im Wesentlichen die Ingenieure, die den Motor des Flusses am Laufen halten. Aber was passiert, wenn diese Säule des Ökosystems bedroht ist? Das über Jahrtausende geschmiedete Gleichgewicht ist gefährlich zerbrechlich.
Heute steht dieses beeindruckende Tier wie so viele andere einem Raubtier gegenüber, gegen das es keine natürlichen Abwehrmechanismen hat, dem Menschen. Der Verlust seines Lebensraums ist eine wachsende Bedrohung. Mit der Ausdehnung der menschlichen Bevölkerung schrumpfen die Weideflächen der Flusspferde, was sie in kleinere Gebiete drängt und die Wahrscheinlichkeit von Konflikten mit Menschen erhöht. Ihre bekannte Aggressivität, ein Überlebenswerkzeug in ihrer Welt, wird in unserer zu einem Todesurteil. Begegnungen mit Menschen enden oft tragisch, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Flusspferde selbst, die gejagt und getötet werden. Darüber hinaus schwebt der Schatten der Wilderei über ihnen. Ihre riesigen Eckzähne, die bis zu 50 Zentimeter lang werden können, sind zu einem Ersatzprodukt für Elefantenelfenbein geworden. Die Nachfrage nach diesem weißen Elfenbein befeuert einen Schwarzmarkt, der nichts von ökologischem Gleichgewicht versteht, sondern nur von Profit. Jedes Flusspferd, das für seine Zähne fällt, ist ein gebrochenes Glied in der Kette des Lebens des Mara-Flusses. Sein Verschwinden würde nicht nur einen Giganten zum Schweigen bringen, sondern könnte langsam die Vitalität der Gewässer, die sie beherrschen, erschöpfen und unzählige andere Arten beeinträchtigen, die von ihrer Anwesenheit abhängen. Die Geschichte des Flusspferdes ist ein Mikrokosmos der Situation in der Masai Mara. Sie ist eine dringende Erinnerung daran, dass dieses Heiligtum der Natur, das so ewig und ungezähmt erscheint, in Wirklichkeit ein verletzliches System ist. Der menschliche Druck an seinen Grenzen, die illegale Jagd und der Klimawandel sind Kräfte, die das komplizierte Gewebe des Lebens auftrennen. Es reicht nicht aus, eine einzelne Art zu schützen. Es ist notwendig, die Verbindungen zu schützen, die sie alle miteinander verknüpfen. Die Zukunft der Masai Mara hängt von unserer Fähigkeit ab, diese Zerbrechlichkeit zu verstehen und zu respektieren, bevor Stille die lebendige Symphonie des Lebens ersetzt, die wir miterlebt haben. Unsere Reise durch das pulsierende Herz der Masai Mara neigt sich dem Ende zu, aber das Echo ihrer Geschichten hallt in unserer Erinnerung nach. Wir waren Zeugen der majestätischen Löwenjagd, des brutalen Kampfes des Flusspferdes um die Vorherrschaft und der bewegenden Saga von Luna, der Leopardin, die den Geist der Mutterschaft und der Widerständigkeit verkörpert. Wir haben gesehen, wie die Intelligenz einer Pavianherde ein Raubtier herausfordern kann und wie die Einheit eines Vogelschwarms den geduldigsten Jäger entwaffnen kann. Jede Morgendämmerung in diesem Land ist ein Versprechen und jede Abenddämmerung eine Lektion. Die Kreaturen der Masai Mara lehren uns, dass das Leben nicht nur darin besteht, zu existieren, sondern zu kämpfen, sich anzupassen und manchmal auch zu kooperieren.
Sie erinnern uns daran, dass im großen Plan der Natur jedes Wesen eine unersetzliche Rolle spielt. Ihr Leben, verwoben in einem komplexen Netz aus Raub und Symbiose, erhält das empfindliche Gleichgewicht dieses Ökosystems. Aber diese wilde Welt ist zerbrechlich. Lebensraumverlust, Konflikte mit Menschen und Wilderei sind reale Bedrohungen, die über diesem Paradies schweben. Die Masai Mara zu schützen, bedeutet nicht nur Löwen, Leoparden oder Elefanten zu schützen, es bedeutet, das komplexe Gewebe des Lebens selbst zu schützen. Es liegt in unserer Verantwortung sicherzustellen, dass dieses Heiligtum der Natur fortbesteht, dass seine Geschichten für zukünftige Generationen weitererzählt werden. Danke, dass Sie uns auf Natur und Ruhe 4K bei diesem Eintauchen in die Seele Afrikas begleitet haben. Mögen die Kraft und die Schönheit der Masai Mara uns alle dazu inspirieren, zu Hütern der wilden Schätze unseres Planeten zu werden. Denn im Herzschlag dieses Landes hören wir den Herzschlag der Welt. Welche Geheimnisse flüstert der Wind über die endlosen Ebenen Afrikas? Welche Geschichten von Leben und Tod verbergen sich im hohen Gras, das sich mit jeder Morgendämmerung wiegt? Es gibt einen Ort auf der Erde, an dem der Puls der Natur mit überwältigender Kraft schlägt. Ein wildes Reich, in dem Schönheit und Härte in jedem Augenblick einen unzerbrechlichen Pakt besiegeln. Willkommen in der Masai Mara. In Natur und Ruhe 4K laden wir Sie zu einer beispiellosen Reise in dieses ungezähmte Eden ein. Hier ist jede Kreatur ein Protagonist im großen Theater des Überlebens. Wir werden Zeugen der Geschicklichkeit und Geschwindigkeit der Leoparden, goldener Phantome, die mit tödlicher Eleganz inmitten der Landschaft jagen. Wir werden die geschäftigen Pavianherden beobachten, deren Nahrungssuche auch ein ständiger Kampf gegen unerbittliche Raubtiere wie die Wildhunde ist. Wir werden in den Himmel blicken und lebende Wolken sehen, die von Tausenden von Blutschnabelwebern gebildet werden, deren Flug ein hypnotischer Tanz ist, immer unter dem geduldigen und scharfen Blick der Falken, die auf den richtigen Moment zum Angriff warten. Jedes Wesen, vom Größten bis zum Kleinsten, ist durch eine unsichtbare und endlose Kette der Existenz verbunden. In diesem Land sind Leben und Tod keine Gegensätze, sondern untrennbare Begleiter, nur einen zerbrechlichen Atemzug voneinander entfernt. Bereiten Sie sich auf ein vollständiges Eintauchen in das pulsierende Herz Afrikas vor. Das ist nicht nur ein Dokumentarfilm, es ist eine Erfahrung, ein Zeugnis der unbezwingbaren Kraft einer Welt, die sich weigert zu zähmen. Das ist die Masai Mara. Und die Vorstellung beginnt gleich. Die Arena von Leben und Tod der Natur. So ist die Masai Mara bekannt.
Es ist gerade dämmerig geworden und die ersten Sonnenstrahlen breiten sich sanft über die Prärien aus und küssen jeden Grashalm. Die noch verbliebenen Tautropfen glänzen im Sonnenlicht und schaffen eine Szene von fast irrealem Frieden. Aber diese Gelassenheit ist ein Schleier, eine vorübergehende Illusion. Hinter diesem ruhigen Anschein ist das Leben ein ununterbrochener und oft brutaler Kreislauf zwischen Existenz und Vernichtung. In jeder Ecke dieses wilden Landes ist jeder Schritt potenziell gefährlich und keine Grenze ist unüberwindbar. Hier scheinen Leben und Tod in jedes Blatt, in jeden Windhauch eingraviert zu sein, getrennt nur von einem zerbrechlichen Atemzug. Nach einem starken Regen wird die Savanne wiedergeboren. Die Luft ist frisch und lebendig und das Sonnenlicht erhellt eine frisch gewaschene Landschaft. Das Gras, jetzt von einem intensiven Grün, wird zu einem Festmahl für die Herden von Gnus und Zebras, die kommen, um die Gaben der Natur zu genießen. Der Mara-Fluss, geschwollen und schnell, reißt dunkelrote Sedimente mit sich und spült die Überreste des nächtlichen Sturms davon. In der Ferne schließt das Wasser schneller und die kleinen Bäche, die aus dem Regen entstehen, münden in den Hauptstrom und erzeugen glitzernde Wirbel unter der Morgensonne. Die Landschaft ist eine sich ständig verändernde Leinwand, geformt von den Kräften der Natur. Die niedrigen Akazienbüsche, durchnässt von Wasser, reflektieren das Sonnenlicht, als wären sie mit Silber überzogen. Eine dünne Nebelschicht schwebt wie ein leichter Schleier, bedeckt die endlosen grünen Felder und verleiht dem Morgen eine Aura des Geheimnisses. Aber dieses Paradies ist auch ein Schlachtfeld. Die plötzliche Explosion eines Schwarms von Blutschnabelwebern, der wie eine lebende Wolke vom Boden aufsteigt, kann die Stille durchbrechen. Ihr rhythmischer Flug mit Hunderttausenden von Individuen, die sich im Einklang bewegen, ist ein Schauspiel der kollektiven Verteidigung. Das Leben hier wird von einer unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Hierarchie diktiert. In den trüben Gewässern des Mara-Flusses ruhen Dutzende von Flusspferden. Ihre riesigen Körper wirken wie leblose Felsen. Sie sind jedoch die grausamen Herrscher des Flusses und ihr Territorium ist niemals ein einladender Ort für Fremde. In ihrer Nähe lauern riesige Nilkrokodile, aber nicht einmal sie wagen es, in Anwesenheit der Flusspferde aggressiv zu handeln. An Land ist die Spannung spürbar. Eine Pavianherde kann die Szene stürmen, ihr Lärm und ihre Aktivität stören den Frieden von Zebras und Antilopen, die stets wachsam zurückspringen. Aber auch die Paviane müssen auf der Hut sein, denn sie könnten unwissentlich in das Revier eines Rudels Wildhunde eindringen, Raubtiere, deren Haupterfolg legendär ist.
Sogar das verstohlenste Raubtier, der Leopard, muss jeden seiner Schritte abwägen. Ein Jagdversuch auf eine Gruppe von Pavianen kann schnell zu einem demütigenden Rückzug werden, wenn die Herde, anstatt zu fliehen, sich zusammenschließt, um den Jäger zu umzingeln und ihm die Stirn zu bieten. Und hoch oben auf den Klippen beobachtet die Löwenfamilie, die unangefochtenen Könige, ihr Reich. Ihre Macht ist absolut, aber ihr Überleben hängt von der Jagd, von der Zusammenarbeit und von der Fähigkeit ab, ihren Willen dem Rest der Bewohner aufzuzwingen. In der Masai Mara muss jedes Geschöpf, ob Jäger oder Beute, einen Preis zahlen, wenn es nicht aufpasst. Dies ist eine Welt, in der Schönheit und Brutalität zusammentanzen, ein ewiger Kreislauf, in dem nur die Stärksten, die Klügsten und oft auch die Glücklichsten einen neuen Sonnenaufgang erleben werden. Auf einer hohen Klippe, die die Prärie überblickt, beginnt eine Löwenfamilie einen neuen Tag unter der aufgehenden Sonne der Masai Mara. Aber dies ist kein friedlicher Morgen. Die Luft ist von einer spürbaren Spannung erfüllt, einer Dringlichkeit, die aus dem Innersten kommt. Heute ist der Tag, an dem die ganze Familie jagen muss. Die Geräusche hungriger Mägen sind zu hören, ein düsterer Chor, der die Stille der Morgendämmerung durchbricht. Die Löwen haben in den letzten 2 langen Tagen nichts gefressen und die 4 neugierigen und verspielten Jungen des Rudels brauchen dringend Nahrung, um zu wachsen. Der Anführer des Rudels, ein muskulöser Löwenmann mit einer glänzenden und majestätischen schwarzen Mähne, beobachtet schweigend die Prärie unter sich. Sein stoischer Blick verbirgt den Druck, König und Versorger zu sein. Neben ihnen ruhen 3 Löwinnen nach einer langen Nacht, in der sie ihr Revier patrouilliert haben, aber ihre Ruhe ist leicht, ihre Instinkte immer wachsam. Die kleinen Jungen, die sich der Sorgen der Erwachsenen nicht bewusst sind, spielen zwischen den Büschen, bis das tiefe Brüllen ihres Vaters sie aufhält und sie zwingt, sich gehorsam neben ihre Mutter zu legen. Als die Sonne höher steigt, fällt die Verantwortung auf die erfahrenste Jägerin des Rudels. Sie steht auf. Ihr Körper ist eine Symphonie von angespannten Muskeln und geschärften Sinnen. Sie beginnt, die Luft zu wittern und liest die Geschichten, die der Wind ihr bringt. Ihre geübten Augen scannen den Horizont. Die Zebras sind zu weit weg. Ihre Ausdauer macht eine Verfolgung unsicher. Die Gnus bewegen sich in großen und unübersichtlichen Herden. Ein gefährliches Chaos, bei dem ein Angriff schiefgehen könnte. Und die riesigen Büffel mit ihren gewaltigen Hörnern und ihrem unberechenbaren Temperament sind ein zu großes Risiko. Ein Wagnis, das schwere Verletzungen oder sogar den Tod kosten könnte. Die Löwen verwirft jede Option mit der Weisheit unzähliger Jagden. Geduld ist eine Tugend, die sie zum Meistern gelernt hat. Aber dann, in der Ferne, fixiert sich ihr Blick.
Sie erspäht die perfekte Beute. Eine Gruppe von Warzenschweinen, die sorglos in der Nähe eines niedrigen Busches nach Futter suchen. Sofort ist das ganze Rudel in Alarmbereitschaft. Die leuchtend gelben Augen aller richten sich auf die Beute. Eine elektrische Veränderung durchfährt die Gruppe. Das Warzenschwein ist jedoch keine leichte Beute. Es sind sehr wendige Kreaturen, unglaublich aggressiv, wenn sie in die Enge getrieben sind, und sie sind mit scharfen Haunen bewaffnet, die verheerende Schäden anrichten können, wenn ein Löwe nicht aufpasst. Dennoch ist es an diesem Morgen der Verzweiflung die beste Chance, die sie haben, um die Versorgung des ganzen Rudels zu sichern. Der große Löwenmann, der seine Rolle versteht, überlässt die Initiative den 3 Löwinnen. In Löwenrudeln sind die Weibchen die wahren Jägerinnen, die Strateginnen auf dem Schlachtfeld dank ihrer superioren Beweglichkeit und ihrer ausgezeichneten Organisationsfähigkeiten. Die Jagd beginnt. Die 3 Löwinnen trennen sich und bewegen sich wie goldene Schatten durch das hohe Gras. Jeder Schritt ist kalkuliert, leise. Sie nutzen das Gelände zu ihrem Vorteil, verschwinden und tauchen wieder auf und bilden ein unsichtbares Dreieck um die ahnungslose Gruppe von Warzenschweinen. Die Dämmerung beginnt über die Masai Mara hereinzubrechen, was den Himmel in Orange- und Lila-Töne malt, was die perfekte Deckung bietet. Die Spannung ist auf dem Höhepunkt. Mit einem unmerklichen Zeichen startet eine der Löwinnen den Angriff und die anderen 2 schließen die Fluchtwege. Die Explosion von Geschwindigkeit und Kraft ist überwältigend. Das Chaos bricht aus, aber es ist ein kontrolliertes Chaos, eine perfektionierte Symphonie der Raubtierjagd. Später wird das tiefe Brüllen des Löwenmannes im Wind widerhallen, eine Fanfare, die einen weiteren Sieg des Raubtiers in seinem Königreich signalisiert. Aber selbst im Sieg findet das Leben einen Weg. Versteckt in der tiefen Dunkelheit einer Höhle sind die jungen Warzenschweine, denen die Flucht gelang, noch erleben und bereiten sich auf einen neuen Tag vor. Eine neue und gefährliche Reise in diesem Reich von Leben und Tod. Das blassgelbe Licht der Morgendämmerung überzieht den Mara-Fluss, wo das wilde Leben in einer Symphonie aus Geräuschen und Bewegungen zu pulsieren beginnt. Das Zwitschern der Vögel in den Bäumen vermischt sich mit dem Flügelschlag der Ibisse, die auf der Suche nach Frühstück umherfliegen. Am Ufer trinkt eine Herde Gnus ruhig Wasser, aber ihre Augen schweifen ständig zu den stillen Schatten, die sich unter der Wasseroberfläche bewegen. Denn auf dem Grund dieses Flusses treiben Dutzende von Flusspferden. Ihre riesigen Körper wirken wie große Felsen, die aus dem trüben Wasser ragen. Sie stoßen kräftige Dampfstöße aus und bewegen ihre kleinen Ohren, um Insekten zu verscheuchen, was ein Bild trügerischer Ruhe vermittelt. Aber dieser Anschein ist nur eine Fassade. Die Flusspferde sind die grausamen und unangefochtenen Herrscher des Mara-Flusses und ihr Territorium ist niemals ein einladender Ort für Fremde.
Heute wird die etablierte Ordnung in Frage gestellt. Ein junger männlicher Flusspferd taucht flussaufwärts auf, ein einsamer Verbannter. Er hat gerade seine alte Herde nach einem gescheiterten Machtkampf verlassen. Nun, hungrig, müde, aber mit brennendem Ehrgeiz in den Augen, sucht er nach einer neuen Chance, einem neuen Reich, das er erobern kann. Er schwimmt langsam, seine Augen ragen kaum aus dem Wasser und beobachtet die Herde vor sich. Im Zentrum dieser Gruppe liegt ein riesiger Alpha-Männchen, ein Koloss, der mehr als 2 Tonnen wiegt, mitten im Wasser mit halb geschlossenen Augen und wacht über die Weibchen und ihre Jungen. Er weiß nicht, dass sich ein Herausforderer nähert, dass seine Souveränität auf die Probe gestellt wird. Plötzlich ertönt ein tiefes, gutturales Geräusch und durchbricht die Stille des Morgens. Es ist die Herausforderung. Das Alpha-Männchen, ohne einen Moment zu zögern, rennt direkt auf den jungen Eindringling zu und erzeugt große Wellen, die durch das Wasser rollen. Der Kampf um die Herrschaft hat begonnen. Die beiden Giganten öffnen ihre Mäuler in einem unmöglichen Winkel von 150 Grad und zeigen ihre furchterregenden Stoßzähne von bis zu 50 Zentimetern Länge, die nicht nur Waffen, sondern auch Symbole der Macht sind. Sie stoßen mit brutaler Gewalt zusammen, ihre riesigen Körper rammen sich in einem Kampf, in dem Bisse und Muskelkraft verheerende Verletzungen verursachen können. Das Wasser wird heftig aufgewühlt, gefärbt von der Wut des Kampfes. Nach einem erbitterten Kampf gibt der Herausforderer, an Kraft und Erfahrung unterlegen, nach. Der Anführer der Herde stößt ein lautes Brüllen aus, eine Siegeserklärung, die seine Herrschaft über den Fluss bestätigt. Dieser Gigant, der zwischen 1,5 und 3 Tonnen wiegt, ist das drittgrößte Landtier der Welt, nur übertroffen von Elefanten und Nashörnern. Trotz seines groben Körperbaus kann er an Land erstaunliche Schnelligkeiten erreichen, bis zu 40 Stundenkilometern, aber im Wasser offenbart er seine wahre Natur. Sie schwimmen nicht auf die übliche Weise, sondern gehen auf dem Flussbett und stoßen sich anmutig ab. Sie können 5 bis 7 Minuten lang untertauchen und dabei ihre Nasenlöcher und Ohren automatisch schließen. Ihre Haut ist zwar dick, aber empfindlich und sondert eine rote Substanz ab, die als Blutschweiß bezeichnet wird und sie vor ultravioletten Strahlen schützt und Infektionen verhindert. Obwohl sie Pflanzenfresser sind, die pro Nacht etwa 40 Kilogramm Gras verzehren, macht ihre aggressive und territoriale Persönlichkeit sie zu einer der gefährlichsten Arten Afrikas, die bereit ist, Krokodile, Löwen oder Menschen anzugreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Obwohl sie wild sind, spielen sie eine wichtige ökologische Rolle, denn ihr Abfall nährt das gesamte Ökosystem des Mara-Flusses.
Dieser Herrscher des Flusses steht jedoch auch vor einer unsicheren Zukunft, bedroht durch Lebensraumverlust, Konflikte mit Menschen und Wilderung auf der Suche nach seinen Zähnen, einem Ersatz für Elfenbein. In den legendären Steppen der Masai Mara, wo die wilde Natur mit jedem Windhauch fließt, entfaltet sich eine inspirierende Geschichte über die verstohlenste und eleganteste Raubkatze von allen, die Leopardin. Sie ist ein Symbol von Schönheit, Widerstandsfähigkeit und Weisheit in dieser rauen Welt. Sie ist nicht nur eine Jägerin, sie ist eine Mutter, eine Strategin und eine Legende, die darauf wartet, erzählt zu werden. Ihre Geschichte ist ein Mikrokosmos des unendlichen Kreislaufes der Existenz in der Savanne. Alles beginnt in einem Moment extremer Verletzlichkeit. Wenn eine Leopardin kurz vor der Geburt steht, führt sie ihr Instinkt an einen sicheren und abgelegenen Ort, fernab der Blicke anderer Raubtiere. Das kann die Höhle eines alten Baumstumpfes oder ein dichtes Gestrüpp sein. Dort in der Einsamkeit bringt sie neues Leben in die Welt. Der wache Schrei eines Leopardenjungen durchbricht die Stille und die erste Handlung der Mutter ist es, instinktiv den kleinen Körper abzulecken, ihn zu säubern und seinen ersten Atemzug zu stimulieren. Die ersten Tage sind entscheidend. Das Junge mit seinem weichen, feuchten Fell und den schwachen Beinen ist vollständig auf die Fürsorge und den Schutz seiner Mutter angewiesen. Die Mutter muss ständig wachsam sein, denn die Bedrohungen von Löwen und Hyänen sind immer präsent und lauern auf die kleinste Unachtsamkeit. Während das Junge heranwächst, wird die Mutter zu seiner ersten und wichtigsten Lehrerin. Jeder Tag ist eine Lektion im Überleben. Sie lehrt es, auf Bäume zu klettern, eine entscheidende Fähigkeit, um Gefahren zu entkommen. Das kleine Junge klettert anfangs ungeschickt, fällt oft, nur um von seiner Mutter ermutigt zu werden, es erneut zu probieren. Es lernt zu schleichen, sich leise zu bewegen und die Zeichen der Savanne zu lesen. Die Mutter ist geduldig und führt ihr Junges durch die wichtigste Phase seines Lebens, zu lernen, allein zu überleben. Die Jagd ist eine der schwierigsten Lektionen. Normalerweise eine Einzeljägerin, muss die Leopardin manchmal ihre Strategien anpassen. Da sie nach der Geburt noch geschwächt ist ihre Kraft nicht mehr dieselbe. In einer seltenen und faszinierenden Demonstration sozialer Flexibilität kann sie eine vorübergehende Allianz mit anderen Leopardinnen eingehen. Gemeinsam kooperieren sie, um größere Beutetiere zu jagen, was für eine einzelne Mutter zu riskant wäre. Diese rare Allianz ist ein Zeugnis ihrer Intelligenz und Anpassungsfähigkeit.
Nach der Jagd gibt die Mutter zärtlich ihrem Jungen den ersten Anteil und lehrt es den Geschmack von Fleisch und die Bedeutung des Sieges. Schließlich kommt der unausweichliche Moment der Trennung. Wenn der junge Leopard ins Erwachsenenalter eintritt und Unabhängigkeit und Mut beweist, weiß die Mutter, dass es Zeit ist für ihr Junges, seine eigene Reise anzutreten. Sie führt es in ein neues Land, sie teilen eine letzte Mahlzeit zusammen und dann, ohne jeden Ruf oder Zurückhaltung, beobachtet die Mutter schweigend, wie die Gestalt ihres Kindes allmählich am Horizont verschwindet. Es ist ein Akt höchster Liebe, es gehen zu lassen, damit es zum König oder zur Königin seines eigenen Reiches werden kann. Befreit von ihren mütterlichen Pflichten geht das Leben der Leoparden weiter. Ihr einsamer Weg kann sich mit dem eines Leopardenmännchens kreuzen. Nach einer Balz von vorsichtigen Blicken und respektvollen Bewegungen entsteht eine Verbindung. Sie jagen zusammen, teilen Momente des Pieces und schließlich, unter dem Mond der Masai Mara, paaren sie sich und markieren den Beginn einer neuen Generation. So ist die Leopardin nicht nur die Königin des Graslandes, sie ist ein wesentlicher Teil des unendlichen Kreislaufs, der zu den neue Leben sät und die Reise der Natur endlos weitergeht. Auf der großen Bühne der Masai Mara ist das Überleben nicht nur eine Frage der Jagd, sondern auch der Konfrontation, der Allianzen und der Verteidigung. Hier übertrifft die kollektive Intelligenz und die Stärke der Gruppe oft die Macht eines Einzelnen und webt ein Netz aus komplexen und dramatischen Interaktionen. Das Leben einer Pavianherde ist ein perfektes Beispiel für diese Dynamik. Angeführt von einem großen Männchen mit einem grimmigen Gesicht, stürzt sich diese laute Gruppe von fast 50 Individuen wie eine Naturgewalt auf die Felder. Ihre Nahrungssuche, von Insekten und Früchten bis hin zu Wurzeln und Schnecken, ist eine gemeinschaftliche und hochorganisierte Tätigkeit. Aber ihre Anwesenheit bleibt nie unbemerkt. Eines Tages, während sie fressen, taucht eine Leopardin aus einer alten Akazie auf, ihre kalten gelben Augen auf die Affenbabys gerichtet, die sie als perfekte Ziele betrachtet. Sobald die Raubkatze losstürmt, entdeckt sie der Alpha-Affe und stößt ein lautes Heulen aus, das sofort die gesamte Herde alarmiert. Was als nächstes geschieht, ist außergewöhnlich. Anstatt in Panik zu fliehen, reagieren die Paviane nach dem Instinkt ihrer Art. Sie umzingeln den Angreifer. Dutzende wütende Affen, die ihre Zähne zeigen und Drohungen schreien, schließen sich zusammen, um dem Jäger entgegenzutreten. Verzweifelt und zahlenmäßig unterlegen, springt die Leopardin hoch und klettert auf einen Ast, um der Einkreisung zu entkommen, heuchelnd, während sie die Gruppe beobachtet, die sie von unten anknurrt.
Es ist ein Sieg für die Herde. Eine Lektion, dass Einheit ihre beste Waffe ist. Doch dieselbe Herde kann sich im Handumdrehen vom Verfolger zur Beute wandeln. Bei einer anderen Gelegenheit dringen die Paviane auf ihrer Nahrungssuche unwissentlich in das Revier eines Rudels afrikanischer Wildhunde. Aus den niedrigen Büschen tauchen ein Rudel von etwa 12 Hunden auf, angeführt von einem großen Männchen. Ihre Körper sind gespannt wie Federn, die kurz vor dem Zerspringen stehen. Als der Anführer das Signal gibt, stürzt sich das Rudel in den Angriff. Ihr Heulen hallt über das ganze Feld. Diesmal reicht die Verteidigungsstrategie der Paviane nicht aus. Die Geschwindigkeit, Koordination und Wildheit der Wildhunde sind überwältigend. Der Schrei eines jungen Affen ertönt, als ein Hund ihn packt, und im Nu ist dieses kleine Leben unter den scharfen Zähnen des Raubtiers verloren. Als sie erkennen, dass die Situation aussichtslos ist, sind die Paviane gezwungen, sich zurückzuziehen, knurrend als Warnung, aber allmählich in die Sicherheit der fernen Berge weichen. Sogar in der Luft ist die Gruppendynamik entscheidend. Ein riesiger Schwarm von Blutschnabelwebern mit Hunderttausenden von Individuen fliegt wie ein lebendes, wogendes Gebilde über die Savanne. Sie landen wie ein brauner Teppich, um sich von den nach dem Regen frisch gewachsenen Grassamen zu ernähren. Aber sie sind nicht allein. Ein afrikanischer Falke verharrt regungslos auf einem nahen Ast und wartet geduldig auf den perfekten Moment zum Angriff. Doch die Weber scheinen die Gefahr zu spüren. Ihr Zwitschern wird intensiver, eine Warnung, die sich durch den ganzen Schwarm verbreitet. Plötzlich starten sie im Einklang und bewegen sich rhythmisch wie ein einziges Gebilde. Diese organisierten Bewegungen, die ständig ihre Form ändern, schaffen eine perfekte Verteidigung, die es dem Raubtier fast unmöglich macht, ein einzelnes Ziel auszuwählen. Der Falke, der sieht, dass er den Überraschungsmoment verloren hat, zieht sich leise zurück und wartet auf eine andere Gelegenheit. Diese täglichen Konfrontationen beweisen eine grundlegende Wahrheit der Masai Mara. Ob an Land oder in der Luft, die Stärke der Herde, des Schwarms oder des Rudels entscheidet oft über Leben und Tod. Wir haben den ewigen Tanz von Leben und Tod in der Masai Mara miterlebt. Ein wildes Ballett, choreografiert von Instinkt und Notwendigkeit. Jede Kreatur, vom Löwen an der Spitze der Nahrungskette bis zum kleinsten Insekt, spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des empfindlichen natürlichen Gleichgewichts dieses Ökosystems. Es ist ein Netz von Verbindungen, so komplex und perfekt, dass das Verschwinden einer einzigen Art einen kaskadenartigen Zusammenbruch auslösen könnte. Ein außergewöhnliches Beispiel für diese Symbiose ist das des Flusspferdes, des Giganten des Mara-Flusses.
Auf den ersten Blick könnten seine Wildheit und Territorialität ihn als einen einfachen Tyrannen der Gewässer erscheinen lassen. Jedoch erfüllt dieser Koloss eine wichtige ökologische Rolle. Die Flusspferde sind die Gärtner des Flusses. Sie verbringen ihre Nächte an Land, fressen bis zu 40 Kilogramm Gras und ihre Tage im Wasser, wo sie ihre Exkremente ablegen. Weit davon entfernt, ein Schadstoff zu sein, bereichert dieser Akt den Fluss mit einer lebenswichtigen Nährstoffquelle. Ihre Ausscheidungen sind die Lebensgrundlage für Wasserorganismen, von Mikroorganismen und kleinen Fischen, die wiederum Vögel und andere Raubtiere ernähren, bis hin zum gesamten Ökosystem. Das Flusspferd düngt allein durch seine Existenz die Gewässer und erhält das Leben, das unter der Oberfläche pulsiert. Sie sind im Wesentlichen die Ingenieure, die den Motor des Flusses am Laufen halten. Aber was passiert, wenn diese Säule des Ökosystems bedroht ist? Das über Jahrtausende geschmiedete Gleichgewicht ist gefährlich zerbrechlich. Heute steht dieses beeindruckende Tier wie so viele andere einem Raubtier gegenüber, gegen das es keine natürlichen Abwehrmechanismen hat, dem Menschen. Der Verlust seines Lebensraums ist eine wachsende Bedrohung. Mit der Ausdehnung der menschlichen Bevölkerung schrumpfen die Weideflächen der Flusspferde, was sie in kleinere Gebiete drängt und die Wahrscheinlichkeit von Konflikten mit Menschen erhöht. Ihre bekannte Aggressivität, ein Überlebenswerkzeug in ihrer Welt, wird in unserer zu einem Todesurteil. Begegnungen mit Menschen enden oft tragisch, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Flusspferde selbst, die gejagt und getötet werden. Darüber hinaus schwebt der Schatten der Wilderei über ihnen. Ihre riesigen Eckzähne, die bis zu 50 Zentimeter lang werden können, sind zu einem Ersatzprodukt für Elefantenelfenbein geworden. Die Nachfrage nach diesem weißen Elfenbein befeuert einen Schwarzmarkt, der nichts von ökologischem Gleichgewicht versteht, sondern nur von Profit. Jedes Flusspferd, das für seine Zähne fällt, ist ein gebrochenes Glied in der Kette des Lebens des Mara-Flusses. Sein Verschwinden würde nicht nur einen Giganten zum Schweigen bringen, sondern könnte langsam die Vitalität der Gewässer, die sie beherrschen, erschöpfen und unzählige andere Arten beeinträchtigen, die von ihrer Anwesenheit abhängen. Die Geschichte des Flusspferdes ist ein Mikrokosmos der Situation in der Masai Mara. Sie ist eine dringende Erinnerung daran, dass dieses Heiligtum der Natur, das so ewig und ungezähmt erscheint, in Wirklichkeit ein verletzliches System ist. Der menschliche Druck an seinen Grenzen, die illegale Jagd und der Klimawandel sind Kräfte, die das komplizierte Gewebe des Lebens auftrennen. Es reicht nicht aus, eine einzelne Art zu schützen. Es ist notwendig, die Verbindungen zu schützen, die sie alle miteinander verknüpfen. Die Zukunft der Masai Mara hängt von unserer Fähigkeit ab,
diese Zerbrechlichkeit zu verstehen und zu respektieren, bevor Stille die lebendige Symphonie des Lebens ersetzt, die wir miterlebt haben. Unsere Reise durch das pulsierende Herz der Masai Mara neigt sich dem Ende zu, aber das Echo ihrer Geschichten hallt in unserer Erinnerung nach. Wir waren Zeugen der majestätischen Löwenjagd, des brutalen Kampfes des Flusspferdes um die Vorherrschaft und der bewegenden Saga von Luna, der Leopardin, die den Geist der Mutterschaft und der Widerständigkeit verkörpert. Wir haben gesehen, wie die Intelligenz einer Pavianherde ein Raubtier herausfordern kann und wie die Einheit eines Vogelschwarms den geduldigsten Jäger entwaffnen kann. Jede Morgendämmerung in diesem Land ist ein Versprechen und jede Abenddämmerung eine Lektion. Die Kreaturen der Masai Mara lehren uns, dass das Leben nicht nur darin besteht, zu existieren, sondern zu kämpfen, sich anzupassen und manchmal auch zu kooperieren. Sie erinnern uns daran, dass im großen Plan der Natur jedes Wesen eine unersetzliche Rolle spielt. Ihr Leben, verwoben in einem komplexen Netz aus Raub und Symbiose, erhält das empfindliche Gleichgewicht dieses Ökosystems. Aber diese wilde Welt ist zerbrechlich. Lebensraumverlust, Konflikte mit Menschen und Wilderei sind reale Bedrohungen, die über diesem Paradies schweben. Die Masai Mara zu schützen, bedeutet nicht nur Löwen, Leoparden oder Elefanten zu schützen, es bedeutet, das komplexe Gewebe des Lebens selbst zu schützen. Es liegt in unserer Verantwortung sicherzustellen, dass dieses Heiligtum der Natur fortbesteht, dass seine Geschichten für zukünftige Generationen weitererzählt werden. Danke, dass Sie uns auf Natur und Ruhe 4K bei diesem Eintauchen in die Seele Afrikas begleitet haben. Mögen die Kraft und die Schönheit der Masai Mara uns alle dazu inspirieren, zu Hütern der wilden Schätze unseres Planeten zu werden. Denn im Herzschlag dieses Landes hören wir den Herzschlag der Welt. Welche Geheimnisse flüstert der Wind über die endlosen Ebenen Afrikas? Welche Geschichten von Leben und Tod verbergen sich im hohen Gras, das sich mit jeder Morgendämmerung wiegt? Es gibt einen Ort auf der Erde, an dem der Puls der Natur mit überwältigender Kraft schlägt. Ein wildes Reich, in dem Schönheit und Härte in jedem Augenblick einen unzerbrechlichen Pakt besiegeln. Willkommen in der Masai Mara. In Natur und Ruhe 4K laden wir Sie zu einer beispiellosen Reise in dieses ungezähmte Eden ein. Hier ist jede Kreatur ein Protagonist im großen Theater des Überlebens.
Wir werden Zeugen der Geschicklichkeit und Geschwindigkeit der Leoparden, goldener Phantome, die mit tödlicher Eleganz inmitten der Landschaft jagen. Wir werden die geschäftigen Pavianherden beobachten, deren Nahrungssuche auch ein ständiger Kampf gegen unerbittliche Raubtiere wie die Wildhunde ist. Wir werden in den Himmel blicken und lebende Wolken sehen, die von Tausenden von Blutschnabelwebern gebildet werden, deren Flug ein hypnotischer Tanz ist, immer unter dem geduldigen und scharfen Blick der Falken, die auf den richtigen Moment zum Angriff warten. Jedes Wesen, vom Größten bis zum Kleinsten, ist durch eine unsichtbare und endlose Kette der Existenz verbunden. In diesem Land sind Leben und Tod keine Gegensätze, sondern untrennbare Begleiter, nur einen zerbrechlichen Atemzug voneinander entfernt. Bereiten Sie sich auf ein vollständiges Eintauchen in das pulsierende Herz Afrikas vor. Das ist nicht nur ein Dokumentarfilm, es ist eine Erfahrung, ein Zeugnis der unbezwingbaren Kraft einer Welt, die sich weigert zu zähmen. Das ist die Masai Mara. Und die Vorstellung beginnt gleich. Die Arena von Leben und Tod der Natur. So ist die Masai Mara bekannt. Es ist gerade dämmerig geworden und die ersten Sonnenstrahlen breiten sich sanft über die Prärien aus und küssen jeden Grashalm. Die noch verbliebenen Tautropfen glänzen im Sonnenlicht und schaffen eine Szene von fast irrealem Frieden. Aber diese Gelassenheit ist ein Schleier, eine vorübergehende Illusion. Hinter diesem ruhigen Anschein ist das Leben ein ununterbrochener und oft brutaler Kreislauf zwischen Existenz und Vernichtung. In jeder Ecke dieses wilden Landes ist jeder Schritt potenziell gefährlich und keine Grenze ist unüberwindbar. Hier scheinen Leben und Tod in jedes Blatt, in jeden Windhauch eingraviert zu sein, getrennt nur von einem zerbrechlichen Atemzug. Nach einem starken Regen wird die Savanne wiedergeboren. Die Luft ist frisch und lebendig und das Sonnenlicht erhellt eine frisch gewaschene Landschaft. Das Gras, jetzt von einem intensiven Grün, wird zu einem Festmahl für die Herden von Gnus und Zebras, die kommen, um die Gaben der Natur zu genießen. Der Mara-Fluss, geschwollen und schnell, reißt dunkelrote Sedimente mit sich und spült die Überreste des nächtlichen Sturms davon. In der Ferne schließt das Wasser schneller und die kleinen Bäche, die aus dem Regen entstehen, münden in den Hauptstrom und erzeugen glitzernde Wirbel unter der Morgensonne. Die Landschaft ist eine sich ständig verändernde Leinwand, geformt von den Kräften der Natur. Die niedrigen Akazienbüsche, durchnässt von Wasser, reflektieren das Sonnenlicht, als wären sie mit Silber überzogen. Eine dünne Nebelschicht schwebt wie ein leichter Schleier, bedeckt die endlosen grünen Felder und verleiht dem Morgen eine Aura des Geheimnisses. Aber dieses Paradies ist auch ein Schlachtfeld.
Die plötzliche Explosion eines Schwarms von Blutschnabelwebern, der wie eine lebende Wolke vom Boden aufsteigt, kann die Stille durchbrechen. Ihr rhythmischer Flug mit Hunderttausenden von Individuen, die sich im Einklang bewegen, ist ein Schauspiel der kollektiven Verteidigung. Das Leben hier wird von einer unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Hierarchie diktiert. In den trüben Gewässern des Mara-Flusses ruhen Dutzende von Flusspferden. Ihre riesigen Körper wirken wie leblose Felsen. Sie sind jedoch die grausamen Herrscher des Flusses und ihr Territorium ist niemals ein einladender Ort für Fremde. In ihrer Nähe lauern riesige Nilkrokodile, aber nicht einmal sie wagen es, in Anwesenheit der Flusspferde aggressiv zu handeln. An Land ist die Spannung spürbar. Eine Pavianherde kann die Szene stürmen, ihr Lärm und ihre Aktivität stören den Frieden von Zebras und Antilopen, die stets wachsam zurückspringen. Aber auch die Paviane müssen auf der Hut sein, denn sie könnten unwissentlich in das Revier eines Rudels Wildhunde eindringen. Raubtiere, deren Haupterfolg legendär ist. Sogar das verstohlenste Raubtier, der Leopard, muss jeden seiner Schritte abwägen. Ein Jagdversuch auf eine Gruppe von Pavianen kann schnell zu einem demütigenden Rückzug werden, wenn die Herde, anstatt zu fliehen, sich zusammenschließt, um den Jäger zu umzingeln und ihm die Stirn zu bieten. Und hoch oben auf den Klippen beobachtet die Löwenfamilie, die unangefochtenen Könige, ihr Reich. Ihre Macht ist absolut, aber ihr Überleben hängt von der Jagd, von der Zusammenarbeit und von der Fähigkeit ab, ihren Willen dem Rest der Bewohner aufzuzwingen. In der Masai Mara muss jedes Geschöpf, ob Jäger oder Beute, einen Preis zahlen, wenn es nicht aufpasst. Dies ist eine Welt, in der Schönheit und Brutalität zusammentanzen, ein ewiger Kreislauf, in dem nur die Stärksten, die Klügsten und oft auch die Glücklichsten einen neuen Sonnenaufgang erleben werden. Auf einer hohen Klippe, die die Prärie überblickt, beginnt eine Löwenfamilie einen neuen Tag unter der aufgehenden Sonne der Masai Mara. Aber dies ist kein friedlicher Morgen. Die Luft ist von einer spürbaren Spannung erfüllt, einer Dringlichkeit, die aus dem Innersten kommt. Heute ist der Tag, an dem die ganze Familie jagen muss. Die Geräusche hungriger Mägen sind zu hören, ein düsterer Chor, der die Stille der Morgendämmerung durchbricht. Die Löwen haben in den letzten 2 langen Tagen nichts gefressen und die 4 neugierigen und verspielten Jungen des Rudels brauchen dringend Nahrung, um zu wachsen. Der Anführer des Rudels, ein muskulöser Löwenmann mit einer glänzenden und majestätischen schwarzen Mähne, beobachtet schweigend die Prärie unter sich. Sein stoischer Blick verbirgt den Druck, König und Versorger zu sein. Neben ihnen ruhen 3 Löwinnen nach einer langen Nacht, in der sie ihr Revier patrouilliert haben, aber ihre Ruhe ist leicht, ihre Instinkte immer wachsam. Die kleinen Jungen,
die sich der Sorgen der Erwachsenen nicht bewusst sind, spielen zwischen den Büschen, bis das tiefe Brüllen ihres Vaters sie aufhält und sie zwingt, sich gehorsam neben ihre Mutter zu legen. Als die Sonne höher steigt, fällt die Verantwortung auf die erfahrenste Jägerin des Rudels. Sie steht auf. Ihr Körper ist eine Symphonie von angespannten Muskeln und geschärften Sinnen. Sie beginnt, die Luft zu wittern und liest die Geschichten, die der Wind ihr bringt. Ihre geübten Augen scannen den Horizont. Die Zebras sind zu weit weg. Ihre Ausdauer macht eine Verfolgung unsicher. Die Gnus bewegen sich in großen und unübersichtlichen Herden. Ein gefährliches Chaos, bei dem ein Angriff schiefgehen könnte. Und die riesigen Büffel mit ihren gewaltigen Hörnern und ihrem unberechenbaren Temperament sind ein zu großes Risiko. Ein Wagnis, das schwere Verletzungen oder sogar den Tod kosten könnte. Die Löwen verwirft jede Option mit der Weisheit unzähliger Jagden. Geduld ist eine Tugend, die sie zum Meistern gelernt hat. Aber dann, in der Ferne, fixiert sich ihr Blick. Sie erspäht die perfekte Beute. Eine Gruppe von Warzenschweinen, die sorglos in der Nähe eines niedrigen Busches nach Futter suchen. Sofort ist das ganze Rudel in Alarmbereitschaft. Die leuchtend gelben Augen aller richten sich auf die Beute. Eine elektrische Veränderung durchfährt die Gruppe. Das Warzenschwein ist jedoch keine leichte Beute. Es sind sehr wendige Kreaturen, unglaublich aggressiv, wenn sie in die Enge getrieben sind, und sie sind mit scharfen Haunen bewaffnet, die verheerende Schäden anrichten können, wenn ein Löwe nicht aufpasst. Dennoch ist es an diesem Morgen der Verzweiflung die beste Chance, die sie haben, um die Versorgung des ganzen Rudels zu sichern. Der große Löwenmann, der seine Rolle versteht, überlässt die Initiative den 3 Löwinnen. In Löwenrudeln sind die Weibchen die wahren Jägerinnen, die Strateginnen auf dem Schlachtfeld dank ihrer superioren Beweglichkeit und ihrer ausgezeichneten Organisationsfähigkeiten. Die Jagd beginnt. Die 3 Löwinnen trennen sich und bewegen sich wie goldene Schatten durch das hohe Gras. Jeder Schritt ist kalkuliert, leise. Sie nutzen das Gelände zu ihrem Vorteil, verschwinden und tauchen wieder auf und bilden ein unsichtbares Dreieck um die ahnungslose Gruppe von Warzenschweinen. Die Dämmerung beginnt über die Masai Mara hereinzubrechen, was den Himmel in Orange- und Lila-Töne malt, was die perfekte Deckung bietet. Die Spannung ist auf dem Höhepunkt. Mit einem unmerklichen Zeichen startet eine der Löwinnen den Angriff und die anderen 2 schließen die Fluchtwege. Die Explosion von Geschwindigkeit und Kraft ist überwältigend. Das Chaos bricht aus, aber es ist ein kontrolliertes Chaos, eine perfektionierte Symphonie der Raubtierjagd. Später wird das tiefe Brüllen des Löwenmannes im Wind widerhallen, eine Fanfare, die einen weiteren Sieg des Raubtiers in seinem Königreich signalisiert. Aber selbst im Sieg findet das Leben einen Weg. Versteckt in der tiefen Dunkelheit einer Höhle sind die jungen Warzenschweine, denen die Flucht gelang, noch erleben und bereiten sich auf einen neuen Tag vor.
Eine neue und gefährliche Reise in diesem Reich von Leben und Tod. Das blassgelbe Licht der Morgendämmerung überzieht den Mara-Fluss, wo das wilde Leben in einer Symphonie aus Geräuschen und Bewegungen zu pulsieren beginnt. Das Zwitschern der Vögel in den Bäumen vermischt sich mit dem Flügelschlag der Ibisse, die auf der Suche nach Frühstück umherfliegen. Am Ufer trinkt eine Herde Gnus ruhig Wasser, aber ihre Augen schweifen ständig zu den stillen Schatten, die sich unter der Wasseroberfläche bewegen. Denn auf dem Grund dieses Flusses treiben Dutzende von Flusspferden. Ihre riesigen Körper wirken wie große Felsen, die aus dem trüben Wasser ragen. Sie stoßen kräftige Dampfstöße aus und bewegen ihre kleinen Ohren, um Insekten zu verscheuchen, was ein Bild trügerischer Ruhe vermittelt. Aber dieser Anschein ist nur eine Fassade. Die Flusspferde sind die grausamen und unangefochtenen Herrscher des Mara-Flusses und ihr Territorium ist niemals ein einladender Ort für Fremde. Heute wird die etablierte Ordnung in Frage gestellt. Ein junger männlicher Flusspferd taucht flussaufwärts auf, ein einsamer Verbannter. Er hat gerade seine alte Herde nach einem gescheiterten Machtkampf verlassen. Nun, hungrig, müde, aber mit brennendem Ehrgeiz in den Augen, sucht er nach einer neuen Chance, einem neuen Reich, das er erobern kann. Er schwimmt langsam, seine Augen ragen kaum aus dem Wasser und beobachtet die Herde vor sich. Im Zentrum dieser Gruppe liegt ein riesiger Alpha-Männchen, ein Koloss, der mehr als 2 Tonnen wiegt, mitten im Wasser mit halb geschlossenen Augen und wacht über die Weibchen und ihre Jungen. Er weiß nicht, dass sich ein Herausforderer nähert, dass seine Souveränität auf die Probe gestellt wird. Plötzlich ertönt ein tiefes, gutturales Geräusch und durchbricht die Stille des Morgens. Es ist die Herausforderung. Das Alpha-Männchen, ohne einen Moment zu zögern, rennt direkt auf den jungen Eindringling zu und erzeugt große Wellen, die durch das Wasser rollen. Der Kampf um die Herrschaft hat begonnen. Die beiden Giganten öffnen ihre Mäuler in einem unmöglichen Winkel von 150 Grad und zeigen ihre furchterregenden Stoßzähne von bis zu 50 Zentimetern Länge, die nicht nur Waffen, sondern auch Symbole der Macht sind. Sie stoßen mit brutaler Gewalt zusammen, ihre riesigen Körper rammen sich in einem Kampf, in dem Bisse und Muskelkraft verheerende Verletzungen verursachen können. Das Wasser wird heftig aufgewühlt, gefärbt von der Wut des Kampfes. Nach einem erbitterten Kampf gibt der Herausforderer, an Kraft und Erfahrung unterlegen, nach. Der Anführer der Herde stößt ein lautes Brüllen aus, eine Siegeserklärung, die seine Herrschaft über den Fluss bestätigt.
Dieser Gigant, der zwischen 1,5 und 3 Tonnen wiegt, ist das drittgrößte Landtier der Welt, nur übertroffen von Elefanten und Nashörnern. Trotz seines groben Körperbaus kann er an Land erstaunliche Schnelligkeiten erreichen, bis zu 40 Stundenkilometern, aber im Wasser offenbart er seine wahre Natur. Sie schwimmen nicht auf die übliche Weise, sondern gehen auf dem Flussbett und stoßen sich anmutig ab. Sie können 5 bis 7 Minuten lang untertauchen und dabei ihre Nasenlöcher und Ohren automatisch schließen. Ihre Haut ist zwar dick, aber empfindlich und sondert eine rote Substanz ab, die als Blutschweiß bezeichnet wird und sie vor ultravioletten Strahlen schützt und Infektionen verhindert. Obwohl sie Pflanzenfresser sind, die pro Nacht etwa 40 Kilogramm Gras verzehren, macht ihre aggressive und territoriale Persönlichkeit sie zu einer der gefährlichsten Arten Afrikas, die bereit ist, Krokodile, Löwen oder Menschen anzugreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Obwohl sie wild sind, spielen sie eine wichtige ökologische Rolle, denn ihr Abfall nährt das gesamte Ökosystem des Mara-Flusses. Dieser Herrscher des Flusses steht jedoch auch vor einer unsicheren Zukunft, bedroht durch Lebensraumverlust, Konflikte mit Menschen und Wilderung auf der Suche nach seinen Zähnen, einem Ersatz für Elfenbein. In den legendären Steppen der Masai Mara, wo die wilde Natur mit jedem Windhauch fließt, entfaltet sich eine inspirierende Geschichte über die verstohlenste und eleganteste Raubkatze von allen, die Leopardin. Sie ist ein Symbol von Schönheit, Widerstandsfähigkeit und Weisheit in dieser rauen Welt. Sie ist nicht nur eine Jägerin, sie ist eine Mutter, eine Strategin und eine Legende, die darauf wartet, erzählt zu werden. Ihre Geschichte ist ein Mikrokosmos des unendlichen Kreislaufes der Existenz in der Savanne. Alles beginnt in einem Moment extremer Verletzlichkeit. Wenn eine Leopardin kurz vor der Geburt steht, führt sie ihr Instinkt an einen sicheren und abgelegenen Ort, fernab der Blicke anderer Raubtiere. Das kann die Höhle eines alten Baumstumpfes oder ein dichtes Gestrüpp sein. Dort in der Einsamkeit bringt sie neues Leben in die Welt. Der wache Schrei eines Leopardenjungen durchbricht die Stille und die erste Handlung der Mutter ist es, instinktiv den kleinen Körper abzulecken, ihn zu säubern und seinen ersten Atemzug zu stimulieren. Die ersten Tage sind entscheidend. Das Junge mit seinem weichen, feuchten Fell und den schwachen Beinen ist vollständig auf die Fürsorge und den Schutz seiner Mutter angewiesen. Die Mutter muss ständig wachsam sein, denn die Bedrohungen von Löwen und Hyänen sind immer präsent und lauern auf die kleinste Unachtsamkeit. Während das Junge heranwächst, wird die Mutter zu seiner ersten und wichtigsten Lehrerin.
Jeder Tag ist eine Lektion im Überleben. Sie lehrt es, auf Bäume zu klettern, eine entscheidende Fähigkeit, um Gefahren zu entkommen. Das kleine Junge klettert anfangs ungeschickt, fällt oft, nur um von seiner Mutter ermutigt zu werden, es erneut zu probieren. Es lernt zu schleichen, sich leise zu bewegen und die Zeichen der Savanne zu lesen. Die Mutter ist geduldig und führt ihr Junges durch die wichtigste Phase seines Lebens, zu lernen, allein zu überleben. Die Jagd ist eine der schwierigsten Lektionen. Normalerweise eine Einzeljägerin, muss die Leopardin manchmal ihre Strategien anpassen. Da sie nach der Geburt noch geschwächt ist ihre Kraft nicht mehr dieselbe. In einer seltenen und faszinierenden Demonstration sozialer Flexibilität kann sie eine vorübergehende Allianz mit anderen Leopardinnen eingehen. Gemeinsam kooperieren sie, um größere Beutetiere zu jagen, was für eine einzelne Mutter zu riskant wäre. Diese rare Allianz ist ein Zeugnis ihrer Intelligenz und Anpassungsfähigkeit. Nach der Jagd gibt die Mutter zärtlich ihrem Jungen den ersten Anteil und lehrt es den Geschmack von Fleisch und die Bedeutung des Sieges. Schließlich kommt der unausweichliche Moment der Trennung. Wenn der junge Leopard ins Erwachsenenalter eintritt und Unabhängigkeit und Mut beweist, weiß die Mutter, dass es Zeit ist für ihr Junges, seine eigene Reise anzutreten. Sie führt es in ein neues Land, sie teilen eine letzte Mahlzeit zusammen und dann, ohne jeden Ruf oder Zurückhaltung, beobachtet die Mutter schweigend, wie die Gestalt ihres Kindes allmählich am Horizont verschwindet. Es ist ein Akt höchster Liebe, es gehen zu lassen, damit es zum König oder zur Königin seines eigenen Reiches werden kann. Befreit von ihren mütterlichen Pflichten geht das Leben der Leopardin weiter. Ihr einsamer Weg kann sich mit dem eines Leopardenmännchens kreuzen. Nach einer Balz von vorsichtigen Blicken und respektvollen Bewegungen entsteht eine Verbindung. Sie jagen zusammen, teilen Momente des Pieces und schließlich, unter dem Mond der Masai Mara, paaren sie sich und markieren den Beginn einer neuen Generation. So ist die Leopardin nicht nur die Königin des Graslandes, sie ist ein wesentlicher Teil des unendlichen Kreislaufs, der zu den neue Leben sät und die Reise der Natur endlos weitergeht. Auf der großen Bühne der Masai Mara ist das Überleben nicht nur eine Frage der Jagd, sondern auch der Konfrontation, der Allianzen und der Verteidigung. Hier übertrifft die kollektive Intelligenz und die Stärke der Gruppe oft die Macht eines Einzelnen und webt ein Netz aus komplexen und dramatischen Interaktionen. Das Leben einer Pavianherde ist ein perfektes Beispiel für diese Dynamik.
Angeführt von einem großen Männchen mit einem grimmigen Gesicht, stürzt sich diese laute Gruppe von fast 50 Individuen wie eine Naturgewalt auf die Felder. Ihre Nahrungssuche, von Insekten und Früchten bis hin zu Wurzeln und Schnecken, ist eine gemeinschaftliche und hochorganisierte Tätigkeit. Aber ihre Anwesenheit bleibt nie unbemerkt. Eines Tages, während sie fressen, taucht eine Leopardin aus einer alten Akazie auf, ihre kalten gelben Augen auf die Affenbabys gerichtet, die sie als perfekte Ziele betrachtet. Sobald die Raubkatze losstürmt, entdeckt sie der Alpha-Affe und stößt ein lautes Heulen aus, das sofort die gesamte Herde alarmiert. Was als nächstes geschieht, ist außergewöhnlich. Anstatt in Panik zu fliehen, reagieren die Paviane nach dem Instinkt ihrer Art. Sie umzingeln den Angreifer. Dutzende wütende Affen, die ihre Zähne zeigen und Drohungen schreien, schließen sich zusammen, um dem Jäger entgegenzutreten. Verzweifelt und zahlenmäßig unterlegen, springt die Leopardin hoch und klettert auf einen Ast, um der Einkreisung zu entkommen, heuchelnd, während sie die Gruppe beobachtet, die sie von unten anknurrt. Es ist ein Sieg für die Herde. Eine Lektion, dass Einheit ihre beste Waffe ist. Doch dieselbe Herde kann sich im Handumdrehen vom Verfolger zur Beute wandeln. Bei einer anderen Gelegenheit dringen die Paviane auf ihrer Nahrungssuche unwissentlich in das Revier eines Rudels afrikanischer Wildhunde. Aus den niedrigen Büschen tauchen ein Rudel von etwa 12 Hunden auf, angeführt von einem großen Männchen. Ihre Körper sind gespannt wie Federn, die kurz vor dem Zerspringen stehen. Als der Anführer das Signal gibt, stürzt sich das Rudel in den Angriff. Ihr Heulen hallt über das ganze Feld. Diesmal reicht die Verteidigungsstrategie der Paviane nicht aus. Die Geschwindigkeit, Koordination und Wildheit der Wildhunde sind überwältigend. Der Schrei eines jungen Affen ertönt, als ein Hund ihn packt. Und im Nu ist dieses kleine Leben unter den scharfen Zähnen des Raubtiers verloren. Als sie erkennen, dass die Situation aussichtslos ist, sind die Paviane gezwungen, sich zurückzuziehen, knurrend als Warnung, aber allmählich in die Sicherheit der fernen Berge weichen. Sogar in der Luft ist die Gruppendynamik entscheidend. Ein riesiger Schwarm von Blutschnabelwebern mit Hunderttausenden von Individuen fliegt wie ein lebendes, wogendes Gebilde über die Savanne.